Wenn du US-Vermögen hast, zum Beispiel eine Immobilie in den USA oder auch amerikanische Aktien in deinem europäischen Depot oder eine amerikanische LLC, Corporation oder eben auch ein Privatkonto in den USA mit Vermögen drauf, dann stellt sich die Frage, wird hier Erbschaftssteuer fällig in den USA, selbst wenn du nicht in den USA wohnst? Mit dieser Frage wollen wir uns in diesem Video einmal näher auseinandersetzen. Mein Team und ich betreuen seit vielen Jahren Mandanten, die aus dem deutschsprachigen Raum stammen, aber in den USA möglicherweise steuerpflichtig sind, dort Unternehmen haben, dorthin umgezogen sind oder zum Beispiel auch dort geerbt haben. Ich stelle fest, dass es dabei immer ziemlich viel Verwirrung gibt, wenn es um die US-Erbschaftssteuer geht. Vor allen Dingen hört man ja vielfach in den Medien, dass die Freibeträge dort so unwahrscheinlich groß sind. Dort wird ja immer von Millionenbeträgen gesprochen, 10 Millionen, 12 Millionen, 20 Millionen. Und da denkt man zunächst mal, naja, davon bin ich ja vermutlich überhaupt nicht betroffen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Freibeträge auf die US-Erbschaftssteuer bei nicht ansässigen Personen sehr, sehr gering sind. Wir sprechen hier lediglich von 60.000 US-Dollar. Und auf alles andere wird Erbschaftssteuer fällig, und zwar sagenhafte 40%. Hier musst du dir also gut überlegen, wie du deinen Nachlass organisierst im Hinblick auf amerikanische Assets, damit du deinen Nachkommen hier nicht einen Haufen Probleme bereitest. Aus deutscher Sicht ist es so, dass die USA eines der wenigen Länder sind, mit denen Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, das auch das Thema Erbschaftssteuer regelt. Die meisten DBAs tun das nicht. Das ist also schon mal ein Vorteil. Dort ist geregelt, dass der weltweite Nachlass einer Person nur dort belastet werden kann, wo diese Person lebt, also entweder in Deutschland oder in den USA. Allerdings gilt das nicht oder nur eingeschränkt, wenn der Erblasser ein US-Staatsbürger war. Also nehmen wir mal an, du hast einen reichen Onkel in den USA und der ist US-Staatsbürger, du wohnst in Deutschland. Dann können hier die USA diesen Nachlass besteuern, auch unabhängig davon, was im DBA definiert ist. Ebenfalls natürlich wird in den USA Erbschaftssteuer fällig, wenn das Vermögen in den USA belegen ist, zum Beispiel US-Immobilien. In diesem Video aber möchte ich mich vor allen Dingen auf jene Fälle konzentrieren, wo weder der Erblasser noch der Erbe in den USA ansässig ist und möglicherweise auch nicht in Deutschland. Also zum Beispiel der Fall, wo du und deine Ehepartnerin Deutsche sind, ihr wohnt irgendwo im Ausland, vielleicht gar nicht mehr in Deutschland, und ihr habt jetzt ein Konto in den USA. Also das heißt, ihr könnt nicht das DBA Deutschland, USA nutzen. Es gibt ein Konto in den USA, fällt hier Erbschaftssteuer tatsächlich an. Auf diese Fälle will ich mich in diesem Video hier besonders konzentrieren. Wie ich es schon eingangs gesagt habe, gilt hier zunächst mal ein Steuerfreibetrag von nur 60.000 US-Dollar. Man muss hier natürlich grundsätzlich berücksichtigen, dass die Erbschaftssteuer in den USA ganz anders funktioniert, als wir das aus Europa kennen. Eigentlich ist es gar keine Erbschaftssteuer, sondern eine Nachlasssteuer. Die Erbschaftssteuer bezahlt ja der Erbe. Allerdings ist es eben in den USA so, dass der Nachlass des Verstorbenen letztlich die Steuer bezahlen muss und nicht der Erbe. Da kann es dann auch schon mal zu organisatorischen Problemen kommen, weil die Frage ist ja immer, wenn jetzt jemand, der nicht in den USA lebt, dann verstirbt und etwas vererbt, wer verwaltet dann seinen US-Nachlass? Wer ist der sogenannte Executor? Wenn man das nicht im Vorfeld regelt, dass es zum Beispiel der Ehepartner ist, was absolut möglich ist, dann wird es rechtlich wiederum kompliziert. Aber auch darauf will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht eingehen, weil es eben dann zu komplex werden würde. Wichtig ist eben, dass du dir da einen qualifizierten US-Anwalt suchst, falls du US-Vermögen hast, der dann solche Dinge hier für dich vorab schriftlich regelt, damit es im Todesfall dann nicht noch zu zusätzlichen administrativen Aufwänden und Verspätungen kommt. Grundsätzlich ist es so, dass sogenannte US-Situs Assets, also in den USA, belegenes Vermögen von der Erbschaftssteuer betroffen ist. Es gilt ein Freibetrag von 60.000 US-Dollar. Auf alles andere muss man dann 40% Estate Tax oder Erbschaftssteuer in den USA bezahlen. Was sind nun sogenannte US-Situs Assets? Nun, zum einen mal natürlich US-Immobilien, dann Aktien an amerikanischen Unternehmen. Und da spielt es keine Rolle, in welchem Depot diese Aktien liegen. Das kann zum Beispiel ein Depot in der Schweiz sein, in Singapur sein, in Deutschland oder wo auch immer. Wenn der Erblasser hier solche Anteile an amerikanischen Gesellschaften, Google-Aktien, Coca-Cola, McDonald's oder was auch immer,
vererbt, dann ist man hier betroffen von der Erbschaftssteuer. Möglicherweise, es kommt eben auf den Gesamtwert drauf an. Bestimmte Anleihen sind davon betroffen, allerdings nicht Staatsanleihen und auch in der Regel nicht börsennotierte Anleihen. Voranteile, die von amerikanischen Instituten ausgegeben werden. Finanzinstrumente und gewisse andere vertragliche Rechte, bei welchen US-Institutionen Schuldner sind. Und was auch von der Erbschaftssteuer betroffen wäre, ist zum Beispiel Betriebsvermögen von Unternehmen, die eine Betriebsstätte in den USA haben. Das heißt, selbst wenn du an einer Personengesellschaft in den USA beteiligt bist, die eine Betriebsstätte in den USA hat, die dort ihre Gewinne versteuert, dann ist in diesem Fall Erbschaftssteuer fällig. So, jetzt ist ja zunächst mal interessant, worauf keine Erbschaftssteuer fällig ist, nämlich beispielsweise Geld, was sich auf US-Konten befindet. Hast du also ein Konto in den USA bei einer Bank, dort befindet sich Geld drauf, dann wird darauf keine Erbschaftssteuer fällig. Oder auch Aktien, die nicht US-Aktien sind, auf amerikanischen Depots. Hast du also Depots in den USA und in dem Depot befinden sich Aktien von nicht-amerikanischen Unternehmen, fällt darauf wiederum keine Erbschaftssteuer an. Allerdings müssen die Unternehmen gar nicht an der Börse gelistet sein. Wenn du zum Beispiel an einer US-Corporation beteiligt bist oder diese besitzt, dann wird eben auch wiederum Erbschaftssteuer fällig, obwohl diese ja nicht an der Börse gelistet ist. Auch nicht betroffen ist das Vermögen von amerikanischen LLCs, die keine Betriebsstätte in den USA haben. Also was wir als Exempt LLC bezeichnen, Nullsteuer LLC, also eine LLC, die einem nicht Ansässigen in den USA gehört, die keine Betriebsstätte in den USA hat. Vermögen dieser Gesellschaft wäre ebenfalls nicht von der US-Erbschaftssteuer betroffen. Außer natürlich, es handelt sich um US-Citus Assets, dann könnte man wiederum argumentieren, dass die Gesellschaft eine Betriebsstätte in den USA hat. Also hast du eine LLC und dieser LLC gehören amerikanische Immobilien, dann wird natürlich wieder die Erbschaftssteuer fällig. Hast du aber eine LLC und die hat ein Konto in den USA, dann wird auf das Vermögen, das auf dem Konto ist, keine Erbschaftssteuer fällig. Hat aber wiederum die LLC ein Depot und besitzt US-Aktien, dann wird wiederum amerikanische Erbschaftssteuer fällig. Jetzt sollte man sich also überlegen, wie man diese Erbschaftssteuer vermeiden kann. Die Frage ist natürlich zunächst mal, gibt es hier Möglichkeiten? Die gibt es tatsächlich und die Möglichkeiten, die man hier verwenden kann, ist eine sogenannte Blockerstruktur zu implementieren. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht für dich, das muss man natürlich hier abwägen. Nicht immer lässt sich der Aufwand natürlich rechtfertigen, aber mit einer Blockerstruktur kann man dies tatsächlich tun. So, was ist eine Blockerstruktur? Hier wird eine ausländische Kapitalgesellschaft verwendet, der die Assets letztendlich gehören. Und somit wird dann die amerikanische Erbschaftssteuer ausgehebelt. Also ein Beispiel. Nehmen wir das Beispiel von amerikanischen Aktien. Mal angenommen, du hast ein Depot und in diesem Depot befinden sich amerikanische Aktien im Wert von 1 Million $. Dann haben wir schon gesagt, würde es im Erbschaftsfall einen Freibetrag von 60.000 geben. Auf 940.000 Dollar würden dann die 40% Erbschaftssteuer fällig werden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, dieses Depot gehört einer amerikanischen LLC und diese LLC wiederum gehört einer Holding im Ausland, zum Beispiel einer Gesellschaft in Zypern oder Malta oder auch einer Stiftung in Liechtenstein, dann wird diese Erbschaftssteuer ausgehebelt, denn dann ist ja der wirtschaftlich Berechtigte nicht mehr eine natürliche Person, sondern eine juristische Person. Es spielt dabei keine Rolle, ob du dann derjenige bist, dem wiederum diese Gesellschaft im Ausland gehört. Das Gleiche geht natürlich auch bei Immobilien. Ich kann ja Immobilien in den USA zum Beispiel auch direkt mit einer ausländischen Gesellschaft kaufen. Oder aber, weil es wiederum einfacher ist, gründe ich eine LLC. Diese LLC gehört wiederum der ausländischen Gesellschaft und damit kaufe ich dann die Immobilien ein. Das Gleiche kann ich auch mit einer Betriebsgesellschaft machen. Habe ich eine LLC oder eine Corporation, die in den USA einen tatsächlichen Betrieb vor Ort hier führt, also ein tatsächliches Unternehmen in den USA mit Betriebsstätte, dann kann ich die Anteile an diesem Unternehmen in eine ausländische Holdinggesellschaft einlegen und damit vermeide ich dann die Erbschaftssteuer in den USA. Also wie du siehst, ist die Blockerstruktur ein effektiver Weg, die Erbschaftssteuer zu vermeiden. Allerdings muss man natürlich darauf achten, dass man sich da nicht noch mehr Probleme macht, als man eigentlich sowieso schon hätte. Da sind ja dann Dinge zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Besteuerung in dieser ausländischen Corporation. Was passiert mit Gewinnen, die diese ausschüttet? Was ist, wenn ich diese vererbe? Also das lässt sich nicht so ganz einfach aus dem Stegreif beantworten. Das kann in vielen Fällen sinnvoll sein. Aber viele werden natürlich auch sagen, das ist mir viel zu viel Aufwand, das mache ich nicht. Ich werde einfach dafür sorgen, dass hier meine US-Assets, insoweit ich sie denn habe, rechtzeitig aufgelöst werden. Nun, wir wissen natürlich, dass dazu nicht immer die Zeit ist und manchmal kommt der Tod ja auch unerwartet. Ja, aber auf der anderen Seite
Wenn man jung und frisch ist, dann kann man natürlich noch so denken. Es spielt natürlich auch die Höhe des Vermögens tatsächlich eine Rolle. Wenn das Vermögen nicht zu hoch ist, hat es natürlich auch keinen Sinn, jetzt hier tatsächlich einen so großen Aufwand zu machen. Oder auch wenn ich mir sicher bin, dass ich die Immobilie ohnehin in 1, 2 Jahren verkaufen werde, dann macht vielleicht auch eine solche Struktur gar keinen Sinn, weil ich dann ja nur eine kurzfristige Halteabsicht habe. Und nochmal, ich habe jetzt ja einen Fall besprochen für Personen, die nicht vom DBA hier Gebrauch machen können, also die zum Beispiel nicht in Deutschland leben, die nicht das Doppelsteuerungsabkommen Deutschland-USA im Hinblick auf die Erbschaftssteuer nutzen können. Also, was ich dir heute mitgeben will, das Ganze ist relativ komplex, aber wir können festhalten, du bist sicher bei Bankkonten. Auch eine LLC kann ein Bankkonto halten. US-Aktien sind in puncto Erbschaftssteuer immer ein Problem. Ebenso natürlich Immobilien, aber Konten, auf denen einfach nur Bargeld ist, die kannst du privat halten, da kannst du eine LLC haben. Hier entsteht keine amerikanische Erbschaftssteuer. Wohnst du also in einem Land zum Beispiel, wo es keine Erbschaftssteuer gibt, vielleicht die Schweiz, Panama, Costa Rica, Dubai oder sowas, dann kannst du also diese Konten übertragen an deine Erben, ohne hier Erbschaftssteuer zahlen zu müssen, unter der Annahme, dass deine Erben ebenfalls in einem Land leben, in dem keine Erbschaftssteuer fällig wird. So, ich hoffe, dieses Video hat dir einen kleinen Einblick gegeben in die komplexen Verhältnisse zur amerikanischen Erbschaftssteuer für Nicht-Ansässige. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, sind wir schon seit 2008 in den USA vertreten und helfen deutschsprachigen Mandanten in den USA bei solchen steuerlichen Fragen oder eben auch Dingen wie zum Beispiel Unternehmensgründung und Expansion in den US-Markt. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.